Ich hatte so eine krassen Kopfschmerzen. Beim allerersten Date schläft sie auf dem Sofa ein, natürlich. Future is now. Hey ihr Lieben, heute wieder an der Bar, heute mit einem total interessanten Thema und zwar Steffis Outing. Ellens Lieblingsgeschichte, ich finde sie eher mega peinlich, aber ich habe mich überreden lassen, sie doch für euch zum Besten zu geben. In Wirklichkeit ist sie nämlich auch total romantisch, weil Steffis Outing ist nämlich zusammengefallen mit unserem Kennenlernen. Und da ihr uns alle gefragt habt, wie wir uns kennengelernt haben, holen wir das jetzt mal nach. Allerdings bin ich leicht erkältet, ihr seht mein rotes Näschen, lasst euch nicht stören. Deswegen gibt es heute nämlich auch Wasser für mich zu trinken. Steffi hat nämlich die Männergrippe für Frauen, müsst ihr wissen. Das ist noch eine schwerere Erkrankung, als man sie normalerweise aus den Medien so kennt. Du meinst die Männergrippe für Lesben? Ja, genau. Also sie steht quasi kurz vor dem Exitus. Wir haben auch schon über Corona nachgedacht, aber das scheint es nicht zu sein. Ja, sag sie jetzt, bis ich sterbe. So. Ja. Ey, haben wir keinen Löffel? Nee. So. Ich werde jetzt ab und zu hier mal mein Aspirinchen trinken, aber dann kann es auch losgehen. Genau. Wie haben wir uns kennengelernt? Ja, eigentlich war das 2004. Ja, ziemlich lange her. 2004 hat Ellen in Bethel studiert und ich kam dafür einen Sprachkurs hin. Und hat alles durcheinander gebracht. Ich habe auf einem wunderschönen Flur gewohnt, in einem Wohnheim. Wunderschön, das war die übelst schlimmste Baracke meines Lebens, wo du 3 Stockwerke tief in den Keller gehen musst, wo übelst fette Kellerspinnen in der Dusche drin waren. Du musstest an der Kantine vorbei im Schlafanzug, um zu duschen. Was daran ist wunderschön. Und der Flur an sich war wunderschön. Und auf einmal, obwohl es da immer total harmonisch und lieb war und wir uns alle unsere Putzpläne gehalten haben, kam auf einmal Steffi und hat dort eine Ferienlänge drin gewohnt. Du meinst, ich kam dann ins Loch. Vor allem hast du sie hat schräg gegenüber von mir gewohnt und sie hat wirklich für eine komplett andere Lautstärke gesorgt. Und das ist ja ein Charakteristikum. Das war dein Charakteristikum. Steffi war nämlich damals sehr laut. Eine der ersten Unterhaltungen, die wir miteinander geführt haben, bezog sich nämlich, weißt du noch, worauf die sich bezog? Auf deine komischen Schuhe, die du überall hattest und Taschen? Ach, das ist völlig nebensächlich. Nein, eine der Einstellungen darüber, ob ich denn ins Pfarramt gehen könnte. Darüber haben wir gleich am Anfang. Ich an habe einem dich der doch nicht ersten Abende. kennengelernt. Ach so, ja, Abend. Ich wollte gerade sagen, hey, ich bin Ellen. Und da hast du doch nicht gesagt, ich bin lesbisch. Nein, du hast über andere gehört, dass ich lesbisch bin und bist völlig ausgetickt. Gar nicht wahr, du übertreibst es voll. Jedenfalls stimmt es, ich fand Lesben im Pfarramt total merkwürdig. Genau, nicht nur total merkwürdig, sondern ihre Haltung war ziemlich eindeutig, ich darf nicht ins Pfarramt gehen und alle anderen auch nicht. Bis ich erfahren habe, wie Aber Lesben fand ich nicht schlimm, wirklich nicht. Aber im Pfarramt, das konnte ich nicht zusammenkriegen. Ich dachte immer, Pastoren haben große Familien, so einen geilen alten Tisch, wo sie da mit so 20 Kindern sitzen. Ja, das war einst meine Vorstellung. Genau, und von dieser Vorstellung ist sie dann irgendwann abgekommen, als sie auch in völliger Panik ausbrach und merkte, dass die queere Quote unter Theologinnen und Theologen ziemlich hoch ist. Ja, bitte. Und sie irgendwann so verrückt war, dass sie die Wohnheimskatze schon für lesbisch gehalten hat, die da Sissy, herumgelaufen ist. wirklich alle um mich rum lesbisch. Und dann kam so eine Katze, die sich so an meinem Bein rumschmiegt. Die war auch definitiv lesbisch, die Katze. Während dieses Ferienkurses jedenfalls durfte ich Steffi nicht mal berühren. Immer wenn ich sie irgendwo berührt hat sie angefangen zu schreien und gesagt, oh, geh weg, ich werde lesbisch. Weißt du noch, als Anna in meinem Zimmer mitgeschlafen hat, Ja. habe ich eine Kissenmauer gebaut. Das heißt, eine 1,40 Meter breite Matratze. Steffi und Anna, also 2 Menschen, liegen da nebeneinander. Es ist schon nicht viel Platz. Und Steffi baut aus dicken Sofakissen noch eine Grenze, damit sie bloß nicht im Schlaf eine Lesbe berührt. Krass war ich robust. So haben wir uns kennengelernt. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ist in dieser Zeit nichts aus uns geworden. Ich hab mal Bilder mitgebracht, weil es nämlich voll lustig ist. Alle meine Freunde, also hier, ich hatte ganz lange Haare und immer so ganz streng zurückgegelt. So ein bisschen, jetzt beleidige ich, wenn ich sage Domina-like, ne? Also, aber wirklich, und immer Poloshirt mit hochgeklappten Kragen, immer. Also voll assi. In jeder Farbe hatte ich diese Poloshirts. Stimmt, die hast du ausschließlich getragen. Ja, immer hochgeklappte Poloshirts mit zurückgekämmten langen Haaren im Zopf. Ja, aber natürlich war sie total heterosexuell. Damals schon. Natürlich. Jedenfalls war das ganz witzig, denn ich habe Ellen mit ihrer Ex-Freundin verkuppelt
Und mich kam meine Ex-Affäre besuchen und ich hatte bis dato noch nie Kaffee gekocht. Genau, so das ist eine der ersten Sachen, die ich jemals in meinem Leben für Steffi gemacht habe, war, morgens früh aufzustehen, um für ihre Affäre Kaffee zu kochen. Genau, und ich habe sie mit ihrer Ex-Freundin zusammengebracht. Und wir konnten uns eigentlich auch überhaupt nicht leiden. Wirklich überhaupt Ich konnte nämlich ihre Ex-Freundin gut leiden. Ja, und damit hattest du zwangsweise Kontakt mit mir. Du Arme. Genau, und ich habe irgendwie erzählt, die hat Milan Kundera, die Leichtigkeit des Seins, darüber habt ihr euch unterhalten und ich musste jetzt mit in das Gespräch. Ich habe dieses Buch nie in meinem Leben gelesen. Aber du warst ja erfolgreich. Ja, ihr wart zusammen. Deswegen hat es dann auch noch einige Zeit gedauert, bis wir irgendwann wirklich mal was miteinander zu tun hatten, nämlich ungefähr 3 Jahre, 4 Jahre und einen Studienortswechsel auf jeden Fall. Wir haben uns irgendwann in Berlin in einer Vorlesung wieder gesehen. Wir haben beide die Fakultät, die Uni gewechselt und sind in Berlin wieder gelandet und saßen auf einmal in einer Vorlesung voreinander. Und was soll ich dazu Da sah ich sagen? halt Bombe aus und Ellen hat sich in mich verliebt. Das ging wirklich ziemlich schnell. Und dann habe ich sie im Park noch zum Tango-Tanzen aufgefordert. Na, was um sie geschehen? Ja, aber jetzt kommt ja das Eigentliche, denn ich war schon längst geoutet. Ich habe mich im ersten Semester geoutet. Das war relativ leicht, aber Steffi galt ja als die Heterosexuelle. Die war bis dahin auch heterosexuell. Total. Ich hatte bis dato nichts mit einer Frau. Ja. Ja, was? Ja, du warst auf jeden Fall absolut straight, genau. Wie ist es denn dann dazu gekommen, dass du es nicht mehr warst? Das würde zu weit führen. Nein, denn darüber wollen wir heute reden, über das Outing. Wie kam es denn dazu? Ja, das interessiert mich auch mal. Naja, Ellen sieht ja auch bezaubernd aus. Und ich dachte, sie ist schlau. Geld hatte sie nicht, aber... Offiziell hat sie mich immer nur Östrogenkugel genannt, wenn sie mich gesehen hat, aber gut. Stimmt, in einem Freund habe ich das immer gesagt. Ellen ist übelst arrogant, wenn man sie nicht kennt. Denkt man immer, die will mit einem nichts wissen. Von einem nichts wissen. Ja, und dann bin ich mal irgendwann gekommen, habe irgendwie so einen Grund vorgeschoben. So, oh, ich muss mal reden mit dir. So war das. Und dann hast du mich zu dir eingeladen. Und dann dachte ich, heute ist der Tag der Tage, ich krieg sie rum. Und dann macht sie mir die Tür auf in Jogginghose. In Jogginghose, also ein krasseres Zeichen, sie will nichts von mir, gibt's gar nicht. Das ist eigentlich total das Zeichen, ich will was von ihr, weil ich wollte wirklich was von ihr und wollte nicht mit ihr nur so einen One-Night-Stand verbringen. Und ich dachte, wenn ich mich jetzt schick mache, dann landen wir nur im Bett und am nächsten Tag ist es vorbei. Leider wollte ich ja schon wirklich was von ihr. Genau, und an diesem Abend kam es dann aber, weil ich Rotwein serviert habe, auch nur zu einem einzigen Kuss. Und dann ist Steffi mit Kopfschmerzen eingeschlafen. Ey, wirklich, sie hat mir Rotwein gegeben und ich hatte so eine krassen Kopfschmerzen. Beim allerersten Date schläft sie auf dem Sofa ein, natürlich. Ja, ich bin wirklich einfach eingeschlafen. Ich habe sie also noch zugedeckt, habe eine Decke drüber gelegt, bin selber ins Bett gegangen, habe mir gedacht, wow, was für ein toller Abend. Naja, also weiter wollen wir dann auch nicht ins Detail, sondern wir überspringen jetzt mal, dann war ich irgendwann mit dir zusammen. Genau, aber wie waren wir denn dann zusammen? Wann hast du dich denn dann geoutet? Naja, so 3 Monate später. 3 Monate? Doch, ich glaube, es waren nur 3 Monate. Wir haben einen ganzen Sommer nur in der Wohnung verbracht, weil Steffi sich nicht geoutet hat. Wir konnten die Wohnung nicht verlassen. Eine Einzimmerwohnung? Ja, wir konnten uns nur sehen, wenn sie bei mir war. Wenn ich sie in ihrem Wohnheim besucht habe, dann durften wir nur nicht so tun, als wären wir zusammen. Dann war ich nur irgendeine Studienfreundin. Genau, und in der Zeit, da haben wir nämlich auch Fotos mitgekriegt, habe ich dann nämlich angefangen, ganz feminin zu sein, meine Haare offen zu tragen, lange, offene Haare. Ich habe mir angefangen, Röcke zu kaufen, weil ich absolut nicht in das Klischeebild einer Lesbe passen wollte. Und ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wenn eine Person wie Steffi anfängt, weiße Rüschenröckchen zu tragen, wie das aussieht. Wir haben uns totgelacht, als sie das erste Mal damit ankam. Ich nicht, ich fand es sah voll gut aus. Das Beste war, als Steffi angefangen hat, dazu natürlich Strumpfhosen zu tragen, weil echte Mädchen müssen ja Strumpfhosen tragen, müsst ihr wissen. Und dann stand sie mitten auf offener Straße vor der Fakultät und fing an, sich so ihre Strumpfhose hochzuziehen und ihre Beine in die Höhe zu strecken und darüber zu meckern, wie schlimm Strumpfhosen sind. Aber sie musste sie tragen. Ja, weil ich wollte ja nicht optisch lesbisch aussehen. Dass sie das vorher schon längst getan hat, zumindest für viele von uns, das hat sie dabei völlig außer Acht gelassen. Genau, und irgendwann war das so albern. Also die Haare, die hingen immer, ich finde ja lange Haare richtig eklig, die sind dann im Badezimmer, in der Dusche, also mussten die Haare kürzer werden. Und ja, dann habe ich angefangen, mich zu outen. Also meiner Mutter habe ich das selber nie gesagt, sondern ich habe es meiner Tante sagen lassen. Und was haben denn deine Freunde gesagt? Na, endlich stehst du dazu. Also es hat irgendwie keinen mehr überrascht. Genau, und dann wurden die Haare immer kürzer. Hier sieht man noch so die halbe Länge. Ja, hier ist so wie heute ungefähr, aber ich hatte auch mal so ganz abrasiert die Seiten. Genau, und
Ja, so wie jetzt sehe ich halt jetzt aus. Ich glaube, hängt mit dem Outing noch zusammen, dass es eine der schwersten Sachen ist, dann trotzdem zu sich selbst zu stehen und zu sein, so wie man ist. Also ich weiß, als mir das ungefähr bewusst geworden ist, war ich so 16, 17 Jahre alt und ich hatte damals im Grunde nur Hella von Sinnen oder Walter aus dem Frauenknast als Vorbild. Oh, Walter aus dem Frauenknast, ja, ich glaube, das ist... Ey, komm, man könnte auch meinen, ne? Ich fand damals, hatte ich Ähnlichkeit mit Walter aus dem Frauenknast. Ich jedenfalls habe immer gedacht, das hat mit mir so eigentlich gar keine Ähnlichkeit und ich weiß nicht, wie ich denn da reinpassen soll. Ich sehe so nicht aus und ich finde immer noch, ich fand Make-up und alles trotzdem interessant und von daher war mir nicht ganz klar, wie das sein kann, dass ich dann lesbisch sein sollte. Und das war, glaube ich, auch für dich eine der schwersten Sachen, dann trotzdem du selbst zu sein. Ja, und kurze Haare sind einfach auch geil. Ja, aber einfach, weil du es gut findest und nicht, weil du lesbisch bist. Ja, und die liegen nicht mehr im Abfluss. Ja, auch noch eine außer der deine. So now you're Ja, das war mein Outing, das war unser Kennenlernen. Erzähl du uns doch mal von deinem Outing unten in den Kommentaren. Es würde uns echt interessieren, wie das für euch war, ob es Tipps gibt. Was interessiert dich noch? Wie das bei euch zusammenhängt, dieses eigentliche innere Outing und dann so bei Äußerlichkeiten wie Kleidung und Haare und so. Also ob das bei euch auch irgendwie so eine Korrelation hatte wie bei Steffi. Ja, und was ihr macht, um nicht ins typische Lesbenbild, also ob es da auch irgendwas gibt, wie wir haben lange überlegt, zum Beispiel, ob ich das Kind kriegen soll, weil alle mal gesagt haben, oh, bei dir kann ich mir das gar nicht vorstellen. Und es verletzt einen ja auch irgendwie ein bisschen, weil immerhin bin ich eine Frau mit Gebärmutter und ich kann genauso gut die Kinder austragen. Wir haben echt lange überlegt, ob ich das Kind austrage. Du hast da lange drüber nachgedacht, ja. Für dich war klar, ich krieg keins? Nein, für mich war klar, mir ist das egal. Ach so. Aber dieses, glaube ich, gegen diese äußeren Bilder kämpfen ist eben eine Frage. Von daher, wenn ihr da Erfahrungen habt, dann schreibt uns davon gerne. Oder aber, wenn du dich nicht traust, dich zu outen, ey, ich komme auch gerne und rede mit deinen Eltern. Ich kann das auch für dich machen, wenn du magst oder du Hilfe brauchst. Aber vielleicht sollten wir da Elli schicken, die ist ein bisschen empathischer als ich. Ihr könnt sonst auch einfach mal zu uns auf ein Getränk an die Bar kommen und hier mit uns über euer Outing reden. Und dann einfach in die Kamera sagen, hallo Mama, hallo Papa, was ich euch schon längst mal sagen wollte. Also, all das ist möglich. Wenn du unsere Hilfe brauchst, melde dich, wir sind für dich da. Lieblingsmove Achso, Lieblingsmove. in den Kommentaren. Danke. Genau, und lasst so einen Daumen da und abonniert uns und nimmt die Glocke und was es nicht alles gibt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.